Wer liest und sich anhört, wie linke Parteien, allen voran die SPD, die inzwischen notorisch klammen Finanzen der Bundesrepublik wieder aufbessern wollen, stößt ziemlich schnell auf ein Schlagwort: die Reichen. Manchmal auch als die Superreichen bezeichnet. Tja, und als reich giltst du in Deutschland, wenn du mehr als 3.850 Euro netto im Monat verdienst. Dann zählst du nämlich zu den Top 10% der Einkommensteuerzahler. Und dann bist du einer jener, die offensichtlich hier geschröpft werden sollen durch die Regierung und in Zukunft noch mehr. Weitere Details sind bisher nicht hier ans Tageslicht gedrungen. Als die Chefin der SPD-Linken, Wiebke Esther, Anfang November zum neuen Steuer- und Wirtschaftsprogramm der Partei sagte, der Antrag trägt eine deutlich linke Handschrift, war dies im Kern ein Euphemismus für den Umstand, dass es darin um eine Umverteilung im ganz großen Stil geht, mal wieder. Die Vorstellungen der SPD, die inzwischen von der Parteispitze abgesegnet wurden, besagen, dass Spitzenverdiener über eine temporäre Krisenabgabe deutlich mehr zahlen sollen als bisher. Auch sollen Erbschaften höher besteuert werden und der Solidaritätszuschlag, dem Zeitgeist entsprechend freundlich umetikettiert in Zukunftsabgabe, soll dauerhaft erhoben werden. Diese SPD-Leitlinien sollen auch programmatisch für das Programm zur Bundestagswahl 2025 dienen. Mittels jährlicher Investitionen von 100 Milliarden Euro will man 1 Million neue Arbeitsplätze in Deutschland schaffen. Problem ist nur, man hat natürlich niemanden, der diese Jobs annehmen kann, denn es fehlt ja hier chronisch an Beschäftigten. Wie die SPD das schaffen will, sagt sie auch, neben dem Schröpfen der Wohlhabenden vor allem mit mehr Schulden. Und dabei ist die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse natürlich hinderlich. Die kann, nein, muss laut SPD also weg. Und es spielt auch keine Rolle, dass eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung die Schuldenbremse nun mal unterstützt. Folglich nennt die Partei die Schuldenbremse, die Deutschlands Wohlstand jahrzehntelang mitgesichert hat, nun ein Standort- und Wohlstandsrisiko für Deutschland. Sieht man sich die Pläne der Parteien, insbesondere die von SPD, Grünen und Linken an, dann steht dort überall: mehr Schulden machen weit oben auf der Liste der Maßnahmen. Mehr Schulden belasten aber alle, allen voran die nachfolgenden Generationen. Auch die sogenannte Zukunftsabgabe, der umetikettierte Solidaritätszuschlag, träfe alle, also auch die wenig Betuchten. Nach Robin Hood klingt das alles nicht eher schon nach Sheriff von Nottingham. Aber auch da, wo die Parteien explizit an das Geld der Gutsituierten wollen, muss man den Blick schärfen und fragen: Was bedeuten eigentlich derartige Pläne von SPD und Co. wirklich? Zunächst einmal erscheint es notwendig, zwischen Spitzenverdienern einerseits und dem Begriff der Vermögenden allgemein andererseits zu unterscheiden. Spitzenverdiener sind oft Unternehmer, Inhaber und Manager kleiner und mittlerer Betriebe, Top-Wissenschaftler und Ingenieure, Computerspezialisten etc. pp. Kurz die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Sie schaffen viele Arbeitsplätze und haben bzw. generieren Know-how, das unverzichtbar ist in einem Land ohne Rohstoffe, wie es Deutschland nun mal ist. Dieses Know-how und dieser Unternehmergeist haben Deutschland nach dem Krieg wieder zum Wohlstand verholfen. Es ist unser wichtigstes Gut. Sie dafür mit noch höheren Steuern zu bestrafen, ist schlicht unklug. Denn diese Spitzenverdiener sind die Ersten, die abwandern könnten und werden, wenn sich ihre Leistung hier nicht mehr lohnt. Dabei tragen diese Spitzenverdiener ohnehin schon den Großteil zur Einkommensteuer bei. Von den jährlich gut 300 Milliarden Euro Einnahmen aus der Einkommensteuer tragen laut einer Studie des Instituts für deutsche Wirtschaft die einkommensstärksten 10% der Bevölkerung nämlich bereits mehr als 50%. Da der Steuersatz mit wachsenden Einnahmen zunimmt, wächst auch der Anteil am Einkommensteueraufkommen. Ein Single mit einem Einkommen von 1 Million Euro zahlt in Deutschland inklusive Solidaritätszuschlag 457.000 Euro an Steuern, zusätzlich noch Sozialabgaben. Demgegenüber zahlen insgesamt rund 30% der Erwachsenen, ca. 20 Millionen Menschen in Deutschland, gar keine Einkommensteuer. Dazu gehören Rentner, Arbeitslose und Geringverdiener sowie Personen, deren Einkünfte steuerfrei sind, aber auch Auszubildende und Studenten.
Die Einkommensteuer wirkt also sowieso schon so, wie sie soll, nämlich zur Umverteilung von oben nach unten. Und besonders in einem Hochsteuerland wie Deutschland gilt, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das heißt, wer die Leistungsträger über die Maßen bestraft, riskiert, dass diese Deutschland verlassen. Und genau das passiert bereits. Und das weiß niemand besser als ich, denn das ist ja letztlich unser täglich Brot seit 20 Jahren. Und ich kann dir sagen, dass immer mehr der sogenannten Leistungsträger dieser Gesellschaft das Land verlassen, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil sie sich sagen, ich bin doch nicht blöd. Ja? Warum soll ich mir das antun, wenn ich ja in anderen Ländern hier händeringend gesucht werde und mir letztlich aussuchen kann, wo ich leben kann? Nicht nur ist das Wetter besser, die Menschen netter und es wird mehr bezahlt, ich kann auch möglicherweise sehr viel mehr erreichen, es wird mir noch der rote Teppich ausgerollt. Kommen wir nun zu den Vermögenden. Der Begriff Vermögende ist leider ebenso schwammig wie der Begriff Reiche. Dazu gehören die bereits oben genannten Spitzenverdiener als Leistungsträger sicherlich ebenso wie Erben, Lottogewinner und alle anderen, die auf die eine oder andere Weise zu viel Geld gekommen sind. Was aber ist viel Geld? Wann ist man reich? Wie wir in diesem Video unterscheidet auch das IWD zwischen Einkommensreichtum und Vermögensreichtum. Einkommensreich ist man in Deutschland per Definition, wenn man zu den 10% mit den höchsten Nettoeinkommen gehört. Ein Single ist demnach ab netto 3.850 € im Monat reich. Ein Paar, hier wird einfach mit 1,5 multipliziert, mit 5.775 €. Eine Familie mit 2 Kindern mit 8.085 €. Umgekehrt berichtet die Frankfurter Rundschau kürzlich von einer vom Institut YouGov durchgeführten Umfrage. Dort erklärten 21%, dass ihr Gehalt eher nicht reichen würde, um die laufenden Lebenshaltungskosten decken zu können. 8,5% sind der Meinung, dass ihre Einnahmen überhaupt nicht ausreichen. Dabei ist es besonders die Gruppe mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen unter 2.500 €, die im Deutschland des Jahres 2023 kaum noch über die Runden kommen. 43% der Betroffenen geben an, dass sie mit ihrem aktuellen Gehalt nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Was lernen wir daraus, wenn ein Haushalt mit 2.500 € netto im Monat kaum mehr über die Runden kommt, aber mit 5.775 € im Monat bereits als reich gilt? Möglicherweise, dass die Maßstäbe, die an die Begriffe reich und arm beim Einkommen angelegt werden, der Lebenswirklichkeit schon lange nicht mehr gerecht werden. Sehen wir uns nun die Vermögen an. Dort gelten Haushalte laut IWD als reich, wenn sie über ein gemeinsames Nettovermögen von 477.000 € verfügen. Das mag nach viel klingen, aber damit dürften bereits viele Besitzer eines Einfamilienhauses in Deutschland als reich gelten. Insbesondere, wenn sie in und um Metropolen wie München, Frankfurt am Main, Berlin und so weiter wohnen. Im bundesdeutschen Durchschnitt liegen übrigens die Kosten für ein Eigentum zwischen 320.000 € und 360.000 €, wobei von einer Grundstücksgröße von 700 bis 850 Quadratmeter und einer Wohnfläche von ca. 150 Quadratmeter ausgegangen wird. Wer selbst ein Haus nennt, weiß, welche Kosten zur Substanzerhaltung eines solchen anfallen. Jeweils 5-stellige Beträge für ein neues Dach, eine neue Heizung, neue Leitung sind eher die Regel als die Ausnahme. Das Ganze gilt insbesondere bei älteren Häusern. Ist also ein Normalverdiener, der in einem Einfamilienhaus lebt, reich? Wohl kaum, denn viele Hauseigentümer sehen sich gerade damit konfrontiert, ihr Haus zwangsweise verkaufen zu müssen, weil sie sich keine Wärmepumpe leisten können. Lange galten auch Menschen, die ihr Eigentum besaßen und gut verdienten, als Mittelschicht, die bürgerliche Mitte. Man war damit wohl gut situiert und hatte keine finanziellen Nöte, aber niemanden sprach von diesen Menschen ernsthaft als von den Reichen. Auch hier greift also die Definition des IWD von reich nicht wirklich. Tatsache ist aber, dass auch diese Gruppe von Menschen bei den Plänen und bei der zugrunde gelegten Definition von reich in die Kategorie fällt, denen die Politiker insbesondere aus dem linken Spektrum an ihr Erspartes wollen. Es scheint also völlig klar zu sein, dass die Verschiebung der Begriffe, wer ist reich, wer ist superreich und so weiter, dazu dient, bei mehr Leuten abzukassieren. Wenn ich nämlich sage, dass jemand, der bis vor kurzem noch zur Mittelschicht gehört hat, jetzt auf einmal als reich gilt und ich sage dann in meinem Wirtschaftsprogramm, dass ich die Reichen schröpfen will, dann bedeutet es nicht, dass ich den Superreichen was wegnehmen will, sondern jedem, der 3.850 € netto im Monat oder mehr verdient. Ja,
Wie gesagt, Personen, die früher ganz und gar nicht als reich galten. Und hier geht es also letztlich um eine Manipulation, ja. Denn im Grunde genommen, diejenigen, die diese Nachrichten lesen und hören, die denken sich, okay, ja, von wegen, dann sollen halt die Reichen bluten. Aber tatsächlich sind die Reichen nicht wirklich die Reichen, sondern einfach nur die ganz normale Mittelschicht. Im Grunde sollen du und ich weiter ausgenommen werden. Und darum geht es hier tatsächlich. Nehmen wir aber einmal an, dass man in der Politik nur an das Vermögen der wirklich Reichen wollte. Für diesen Zweck definieren wir reich einmal als jemanden, der für seinen Lebensunterhalt nicht mehr arbeiten muss. Normale Lebenserwartung und entsprechender Lebensstil vorausgesetzt. Dann beginnt dies heute bei einem Nettovermögen von vielleicht 3 Millionen Euro. Auch hier muss man wieder differenzieren. Unternehmer, die es zu solchem echten Reichtum gebracht haben, haben ihr Vermögen bereits hoch in Deutschland versteuert. Vermutlich viele Arbeitsplätze geschaffen und ganz sicher hart dafür gearbeitet. Zudem trugen sie das unternehmerische Risiko, was gerne vergessen wird. Viele, denen ihr so erworbenes Vermögen dann nochmals durch eine Vermögensabgabe, zum Beispiel in Form einer temporären Krisenabgabe, was für ein Wort, belastet wird, wird dafür das Verständnis fehlen. Stichwort Leistungsträger. Insbesondere auch deshalb, weil viele der finanziellen Probleme, die es inzwischen in Deutschland gibt, über Jahrzehnte von der Politik selbst verursacht wurden und weiter werden. Flüchtlingskrise, mangelnde Investitionen in Bildung, unzureichender staatlicher Wohnungsbau, wachsende Rüstungsausgaben, verfehlte Familienpolitik. All dies hat die Situation ja erst geschaffen, die man nun durch das Schröpfen der sogenannten Reichen lindern will. Aber es gibt natürlich auch noch andere wirklich Vermögende, zum Beispiel die Erben. Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 101,4 Milliarden steuerlich relevant vererbt und verschenkt. Steuerlich relevant deshalb, weil Erbschaft und Schenkungen innerhalb der Freibetragsgrenzen dabei nicht berücksichtigt werden. Der Staat kassierte von der gesamten Summe 11,4 Milliarden Euro an Steuern, also circa 11,4%. Es ist also nicht so, dass Erben nicht bereits zur Kasse gebeten würden. Nun kann man natürlich darüber diskutieren, ob diese 11,4% ausreichend sind, und viele werden dies vielleicht verneinen. Sicherlich ist hier der größte Spielraum für ein Mehr an Steuereinnahmen gegeben, zumindest bei den privat vererbten Vermögen, im Gegensatz zu den Betriebsvermögen. Aber Vorschläge, wie sie von den Jusos kommen mit einem spitzen Erbschaftssteuersatz von 90%, führen lediglich dazu, dass sich Unternehmer künftig überlegen werden, ob sie ihre Unternehmen nicht gleich im steuergünstigen Ausland gründen sollten und nach Möglichkeiten zu suchen, ihr Vermögen ins Ausland umzuschichten. Und auch Erben begüterter Personen könnte dies zunehmend dazu veranlassen, sich frühzeitig ins Ausland abzusetzen, um der erweiterten beschränkten Steuerpflicht im Erbschafts- und Schenkungsfall zu entgehen. Dieser Trend mag sich, solange noch gewisse steuerliche Schlupflöcher existieren, noch in Grenzen halten, aber würden entsprechende Gesetze beschlossen, kann er sich schnell beschleunigen. Hier haben wir das typische Dilemma. Je größer das Vermögen, desto einfacher haben es die Vermögenden, ihr Geld für den Fiskus in Sicherheit zu bringen. Schuld daran sind aber nicht zuletzt die Parteien selbst, die die Gesetze oft entsprechend den Vorstellungen der Lobbyisten gestalten. Reden wir abschließend noch über die dritte Gruppe von Vermögenden, die Superreichen. Am 20. August 2023 schrieb die Zeit online: Sie sind das neue Feindbild der letzten Generation, die Coverstars jeder Hochglanz illustrierten und das liebste Opfer der Polemik. Wir reden von den Superreichen. Weiter führt man dann aus, dass laut dem neuen Global Wealth Report der Unternehmensberatung Boston Consulting Group über 500.000 Menschen in Deutschland ein Vermögen von mehr als 1 Million US-Dollar besitzen und 2.900 Menschen davon sogar mehr als 100 Millionen US-Dollar. Letztere bezeichnet die Zeit dann als ultrareich. Das mag die Zeit gerne so sehen, jedoch halten wir es für maßlos übertrieben, dass man Personen mit einem Vermögen von aktuell 914.000 Euro als superreich bezeichnet. Mein Nachbar als einfacher Arbeiter, der ein Haus in der Nähe von München geerbt hat, würde sich vor Lachen den Bauch halten. Wie wir bereits ausgeführt haben, sollte man sich von den Maßstaben, die Unternehmensberatung oder Wirtschaftsinstitute anlegen, nicht in die Irre führen lassen. Das hat nicht selten auch einen politischen Zweck. Nichtsdestotrotz ist die Zahl der Vermögensmillionäre in Deutschland mit 500.000 sehr hoch. Die Deutschen liegen damit an dritter Stelle weltweit hinter China und den USA. Das allein wäre eigentlich eine gute Nachricht oder etwa nicht. Je mehr Deutschen es gut geht oder sehr gut geht, desto besser, sollte man meinen.
Es geht aber um die Schere, die immer weiter aufklafft, sowohl beim Einkommen als auch beim Vermögen. Rund die Hälfte der Deutschen bleibt auf der Strecke, kann sich nichts mehr leisten und bangt um die Zukunft. Bundeskanzler Schröder brüstete sich einst immerhin mit der Schaffung des effizientesten Niedriglohnsektors in Europa. Kann es nicht auch an der verfehlten Bildungspolitik liegen? Oder daran, dass sich viele kaum mehr Kinder leisten können und dies zum Fachkräftemangel beiträgt? Und schließlich vielleicht noch an der Maßlosigkeit der Politik selbst, die dem Volk eine Steuererhöhung nach der anderen zumuten, sich selbst aber noch gut dünken, die Diäten erhöhen. Das mag polemisch klingen, aber die Wahrheit ist eben nicht immer so einfach zu finden. Schlagworte wie superreich und ultrareich schüren den Sozialneid und sind gefundenes Fressen für die Medien, die der Politik hier nach dem Mund reden. Den Reichen, und das sind für uns Menschen ab einem Vermögen von ca. 3 Millionen Euro, sei das Geld gegönnt. Superreich beginnt nach unserem Verständnis dort, wo die BCG von ultrareich zu sprechen beginnt. Und ultrareich sind wiederum nach unserem Verständnis die Multimilliardäre, die man oft auch als Oligarchen bezeichnet, also George Soros, Bill Gates, Elon Musk und so weiter. Letztere Gruppe, also die wirklich Ultrareichen, wird man aber kaum schröpfen, weder in Deutschland noch sonst wo. Diese Klasse bestimmt mit ihrem Geld und Einfluss nämlich nicht selten, wer in der Politik etwas wird und wer nicht, sowie welche Gesetze in welcher Form verabschiedet werden. Sie beschäftigen dafür ganze Heere von Lobbyisten. Und die allermeisten Politiker sind klug, nicht die Hände zu beißen, die sie füttern. Die meisten Steuerschlupflöcher wurden nicht zuletzt genau für diese Leute geschaffen. Bleiben die Superreichen, die nach unserem Verständnis ein Vermögen von über 100 Millionen Euro besitzen, aber zu wenig, um als ultrareiche Oligarchen durchzugehen. Hier mag die Politik vielleicht die Möglichkeit sehen, diesen von ihren Vermögen und Einkommen mehr als bisher abzunehmen. Ob dies dauerhaft gelingen wird, ist allerdings fraglich, denn die Schlupflöcher, die für die Ultrareichen geschaffen wurden, stehen den Superreichen natürlich auch zur Verfügung. Und bis die Politik diese einmal geschlossen hat, dürften diese meist sehr klugen Leute ihr Geld zum Großteil längst im Ausland in Sicherheit gebracht haben. Man mag es moralisch verwerflich finden, aber in unserer globalen Wirtschaft findet sich für Vermögende, die es darauf anlegen, meist ein Weg, Teile ihres Geldes am Fiskus vorbeizuschleusen oder alternativ auch ganz legal Steuern zu vermeiden. Ersteres gilt übrigens auch für Politiker, wie wir aus den vielen internationalen Steuerskandalen wie den Panama Papers, Pandora Papers, Luxemburg Leaks, Paradise Leaks und so weiter wissen. Letzteres, also auch nach Möglichkeiten für Mandanten zu suchen, wie man legal Steuern vermeiden und reduzieren kann, ist eine völlig normale Aufgabe von Steuerberatern und spezialisierten Fachanwälten. Dafür sind sie da. Wenn also die Politik nicht die richtigen Mittel und Wege findet, für eine gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen zu sorgen, dann sind dafür in erster Linie nicht die Vermögenden verantwortlich, sondern die Politiker selbst. Wenn auch du dich mit dem Gedanken trägst, ins Ausland auszuwandern, sei es wegen geringerer Steuern, besserem Wetter oder besserem Essen, dann würde ich mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch zu reden. Link packe ich hier in die Beschreibung rein. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, sich im Ausland niederzulassen und ihre steuerliche Situation zu optimieren. Wir haben ein großes Netzwerk von Steuerberatern und Rechtsanwälten in vielen Ländern, mit denen wir gemeinsam sicherstellen können, dass wir dich optimal betreuen in sehr vielen Jurisdiktionen. Also, ich würde mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen und über dein Auslandsvorhaben zu sprechen. Bis bald, mach's gut. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.